Das nächste Highlight auf unserer Reise in Europa sind die Tottenham Hotspur. Schaut euch das Stadion an. Sehr, sehr schön. Und Preußen Münster ist zu Gast. Da hinten der kleine grüne Fleck in der Ecke. Das sind unsere Fans. Ist natürlich auch für die ein großes, großes Highlight. Und das müssen wir genießen. Wir kommen aber mit Rückenwind. Wir haben in Leipzig gewonnen. 2:0. Auch total überraschend. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber am Ende hatten wir eine gute Verteidigung, einen guten Keeper. Und vorne Wanner und Ferry. Und wenn diese Mischung heute nochmal funktioniert, dann haben wir den nächsten Sieg, weil danach wird es nicht viel leichter. Danach spielen wir gegen die Bayern und gegen Dortmund. Also wir haben jetzt 4 Spiele, die richtig hart sind, wo wir uns richtig beweisen können, ja, dass wir mithalten können. Von daher sehe ich das heute hier als Highlight-Spiel. Natürlich möchte ich hier auch was mitnehmen, so gut wie es geht. Man hört schon die Spurs-Fans singen im Hintergrund und ich bin gespannt. Die Spurs spielen mit einem 4-2-3-1, mit einem breiten 4-2-3-1. Je nachdem, wie hoch die uns hier attackieren, vielleicht ja nicht ganz so extrem wie die Leipziger. Die haben ja wirklich uns direkt hinter der Mittellinie attackiert. Die haben vorne zugepresst bis zum geht nicht mehr. Wir hatten auch mal zwischenzeitlich 75% Ballbesitz. Aber nur das alleine wird uns halt auch heute nicht den Sieg bringen. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Und in der ersten Halbzeit haben wir hier unsere Fans bei uns auf der Seite. Großartig. Also hätte ich das zu Beginn der Münster-Karriere hier gedacht? Nein. Dass wir jemals hier europäisch spielen. Aber Achtung. Kingsley Coman. Ist schon wieder auf der Überholspur. Achtung, die erste Chance wahrscheinlich. Skillt hier, skillt da. Achtung! Und da ist es schon passiert. 9. Minute, 1:0 für die Spurs. Das ist halt der Unterschied, ne? So ein Kingsley Coman, den hätten wir schon längst vorher aufhalten müssen. Zur Not muss ich da grätschen, aber das geht natürlich nicht. Der macht ja einen Übersteiger nach dem anderen, nochmal eine Ballrolle. Und dann reagiert Sinamoy leider zu spät. Ich weiß deswegen nicht, ob der nicht doch haltbar war. Es gibt bestimmt Spiele, wo er den noch hält. Das möchte ich gar nicht sagen, aber Coman mit dem 1:0. Das ging jetzt auch ein bisschen zu schnell. Aber hier spiele ich jetzt mal offensiv. Jetzt stelle ich mal auf die Offensive. Weil hier habe ich nichts zu verlieren. Also wie gesagt, in der Europa League, die Spiele, die wir haben, das ist Bonus. Natürlich möchte ich nicht ausscheiden. Ich möchte mindestens in die Playoffs reinkommen. Das heißt unter die ersten 24. Wir haben ja noch Gegner, wo es wahrscheinlicher ist, dass wir gewinnen. Darauf vertraue ich jetzt auch einfach mal. Aber wir haben ja auch hier noch genug Spielzeit. Also wir sind ja hier auch noch nicht verloren. Aber ihr seht schon, das Niveau, das ist nochmal ein bisschen höher. Wieder Coman. Nee, das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Coman gegen Chavez. Kommt da nicht ran. Ishii kommt auch nicht ran. Und Sinamoy ist aber diesmal da. Aber der Ball ist trotzdem drin. Bisschen Billard, bisschen Ping-Pong. Und dann ist es, ich glaube, Solanke. Mit dem 2:0. Hier, gut gehalten. Der war zu zentral. Und dann haben wir den da eigentlich schon geklärt. Und dann ist es, nee, ist nicht Solanke. Ja, ist zum Haare raufen. Sondern, wer war es? Oder war es doch Solanke? Zirkzee, Joshua Zirkzee. Spielt doch nicht Solanke. War ja im letzten Part noch in der ersten Elf, aber das ist ja meistens nicht die Elf, die dann auch gegen uns spielt. Da wird dann meistens nochmal 2, 3 Spieler verändert. Tja, schade. So einen Verlauf hatte ich mir gegen Leipzig auch so ein bisschen ausgemalt. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen, aber jetzt die Spurs, die sind jetzt heiß gelaufen. Die wollen es jetzt wissen. Die wollen es jetzt wissen. Die attackieren uns auch sehr, sehr hoch und überall. Da kannst du nichts machen. Aber wir haben auch gute Spieler. Wanner zum Beispiel auf der Außen gegen Davis. Der kann auch mal so im 1 gegen 1 zeigen, was er drauf hat. Und Nacho Ferri ist ja auch nicht ganz schlecht. Aber schlechte Flanke. Die Flanke war schlecht. Die muss ein bisschen anders gespielt werden. Jetzt könnte ich aber auch mal umschalten. Andere Formation vielleicht. Ich mache jetzt mal das 4-3-2-1 mit 2 hängenden Spitzen. Oh, wieder Coman. Den müssen wir vorher aufhalten. Pose kommt nicht rein. Das ist einfach schlecht verteidigt. Das ist einfach schlecht verteidigt. Da musst du ihn hier gelegt bekommen entweder. Ja, grätschen oder wie in dem Fall auch mal einen Zweikampf gewinnen. Aber ihr habt gesehen, wenn der durch ist, wenn er den Durchbruch bekommt. Nicht zu stoppen. Nicht zu stoppen. So, Jong war außen. Remberg läuft durch. Da ist er. Ja, kriegt den Ball. Bisschen Platz. Wanner außen kommt. Pose mit. Und Ferry muss in die Mitte.
Der muss in die Mitte rein, dass ich ihn anflanken kann. Ja, so nicht. Aber das ist halt genau die Idee. Und auch mit den beiden ZOMs, mit Wanner und mit Jongwa, dass die dann irgendwo reinpreschen. Aber die Spurs, die kommen schon wieder über Coman. Jetzt habe ich es spekuliert. Ich habe spekuliert. Er hat es wieder gemacht und diesmal bin ich aber nicht drauf reingefallen. So, und auch einfach hier schneller versuchen zumindest rauszuspielen. Oh, da kommt schon die Grätsche, warum auch immer. Der hatte irgendwie einen Delay, der hat schon mal vorher gegrätscht. Joshua Zirkzee, Chavez ist gut. Verteidigt er gut, steht sein Mann. Und Jongwa mit Ferry. Wanner auf der Außen oder Poso, der kommt auch wieder mit, ja. Und dann haben sie halt die Abseitsfalle aktiviert. Sehr, sehr gut. Aber wir spielen ja auch gut. Der Ball läuft flüssig. Aber jetzt muss halt irgendwas geschehen. Wanner, Flanke kommt, Jongwa legt ab auf Remberg, komm mal von Weitem. Ja, warum nicht? Ist zwar ungefährlich, zu zentral, aber immerhin mal ein Abschluss. Immerhin mal ein Abschluss. Kulusewski über die andere Seite ist halt auch nicht viel langsamer. Zirkzee, na? Der Durchbruch? Nein, Ishii ist da. Macht er gut. Und wieder Remberg. Über den geht jetzt ein bisschen mehr. So ist die zentrale Figur da im Mittelfeld. Castañeda auf Wanner. Oh, schade, wenn er nicht geblockt wird. Wenn er normal durchlaufen kann, dann wird das auch wahrscheinlich eine gute Chance. Also die Lücken sind da. Klar ist das natürlich auch riskant, was wir hier machen, aber wir sind in den Zweikämpfen drin. Wagner hier wieder bestes Beispiel. Und Jongwa schickt Listesch. Der kriegt den Ball nicht verlängert. Schade. Das ist dann vielleicht doch zu kompliziert. Also 2 einfache Gegentore. Die waren auch zu verhindern. Das zweite war ein Glückstor. Wenn wir den normal wegverteidigt bekommen und das 1:0. Da sind wir nicht in den Zweikampf reingekommen. Gegen Kingsley Coman. Aber ansonsten ist das ein guter Auftritt. Also ich bin zufrieden. Es hätte auch viel schlechter aussehen können. Bislang. Und jetzt schauen wir mal, was in Halbzeit 2 noch so möglich ist. Ich könnte auch auf eine Dreierkette umstellen. Das wäre dann wirklich riskant. Gut, aber so what? Ja, ob ich jetzt hier nochmal ins Spiel zurückfinde oder ob ich hier 3-4-0 verliere. Das macht dann den Braten im Endeffekt nicht mehr fett. Am Ende des Tages. Aber wir probieren es jetzt erst nochmal so. Da kommt Remberg, Castañeda. Ja, und dann stehen die auch wirklich so gut wieder. Abseitsfalle klappt auch. Das heißt, wir können nicht mal den Ball hinter die Abwehr versuchen. Jetzt aber vielleicht. Wanner und jetzt Remberg mal schneller zum Abschluss kommen. Jawohl. Sehr guter Angriff. Und das ist halt entscheidend. Ne? Nicht nur schnell spielen, sondern auch mal den Abschluss schnell suchen oder schneller suchen. Und dann haben wir auch Chancen. Auch gegen die Spurs. Wir sind ja hier noch nicht geschlagen. Achtung, Poso. Ja, natürlich. Vicario kommt daran. Und so müssen wir auch gegen Dortmund und gegen die Bayern eigentlich spielen. Nicht verstecken, nicht defensiv, sondern auch vorne drauf. Die Flucht nach vorne. Was anderes bleibt uns da gar nicht übrig in solchen Spielen. So, Achtung, Durchbruch wieder. Wann? Ist die Frage. Coman auf der Außen. Oh, wieder gegen Poso. Die beiden, ey. Die tauschen heute nicht die Trikots. So, schnell direkt gespielt. Ein Doppelpass nach dem anderen. Ah, das war zu schnell. Schade. Aber ihr seht, wir können's. Es ist möglich, schnell zu spielen. Und auch direkt. Die Qualität dazu ist da offensichtlich. Zack, nächster Ballgewinn. Schnell nach vorne. 1, 2 Kontakte und dann der Ball nach außen. Auf Wanner, genau. Gegen Ferry. Beziehungsweise Ferry in der Mitte. Gegen Dragusin. Keiner in der Mitte. Doch, Remberg ist da. Und dann der Ball hinter die Abwehr. Ja, schön gemacht. Aber da sind die Spurs halt, was die Qualität betrifft, nochmal 1, 2 Klassen besser. Also wir spielen jetzt besser. Wir spielen gut mit. Wir haben die Chancen auch vorne. Aber trotzdem, ja, wenn dann solche Durchbrüche hier passieren wie Zirkzee und Wagner ist da. Schöner Bodycheck. Nichts Wildes, fair gemacht. Und wieder die nächste Gelegenheit. Lässt sich fallen. Wagner vorne. Ist jetzt vielleicht frei gegen Dragusin, aber gegen 4, 5 Mann alleine, ihr seht. Das ist halt schwer. Das ist ganz, ganz schwer durchzukommen. Wieder die Chance. Jongwa vielleicht, wenn Ferry. Oh, da ist er, aber es ist abseits. Ja, schönes Tor, schöne Flanke, schöner Kopfball, aber leider 4, 5 Meter abseits. Die Fahne ging, glaube ich, zu Recht hoch. Auch wenn man jetzt hier wahrscheinlich Nacho Ferry nicht sieht. Ja, doch, guck mal, das war schon
3-4 Meter abseits, aber es geht. Es geht alles. Es ist möglich, wir haben den Platz auch zu spielen, aber einen richtigen Durchbruch bekommen wir nicht. Deswegen wird es jetzt noch riskanter. Ich gehe das Risiko ein. Ich stelle auf Dreierkette um. 3-5-2. Noch mehr Präsenz über den Flügel. Die Gefahr, dass ich jetzt natürlich noch ein drittes und ein viertes kriege, ist auch da. Aber gut, no risk, no fun. Und vielleicht mit etwas Glück, so wahr FIFA das hier möchte. Und Gott, machen wir jetzt hier noch ein 2-2. Schauen wir mal. Gut gespielt. Listisch ist da. Listisch ist frei. Das ist kein Abseits. Und die Chancen sind da. Gute Ballstaffetten jetzt. Ich bin gespannt. Wen bringen die Spurs noch ein? Wen haben die noch auf der Bank? Rado Dragoshin, Leimer natürlich. Ja, warum nicht? Und der Eckball durch Rembeck. Und ein Anschlusstor und wir sind wieder drin. Schöne Flanke. Chavez. Kommt nicht ran. Dafür Poso. Rembeck nochmal. Ferry winkt vorne. Ja, der will den Ball. Den kriegt er auch. Aufsetzer. Schade. Chance ist da. So, und die Spurs kommen. Rembeck in der Mitte gegen Madison. Gewinnt den Zweikampf. Also wir sind viel besser drin jetzt in Halbzeit 2. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Wie wir uns hier Chancen rausspielen, wie wir uns auch in den Zweikämpfen verhalten. Wir gewinnen die Zweikämpfe, natürlich, weil es die Spurs auch zulassen. Aber die sind nicht mehr so ballsicher und das geht nicht mehr so leicht und locker von der Hand wie noch in der ersten Halbzeit. Da hatten sie ihre 2-3 Minuten. Da haben sie dann leider die 2 Tore gemacht. Aber wir können auch immer noch ein Tor machen. Wanner, Ball in die Mitte. Listisch wäre da gewesen. Schade, aber dann steht natürlich gerade ausgerechnet in der Situation der Gegner dazwischen. Und die Spurs kommen hier bei Zirkzee, Madison, Zirkzee und wieder Castañeda. Das ist richtig gut, was wir machen hier in den Zweikämpfen. Mit unseren Möglichkeiten, ne? Das muss man auch immer dazu bedenken. Und vorne Nacho Ferri, ja, wäre glaube ich auch wieder abseits, ja. Das Logo oben rechts zeigt Vorteil an. Und Coman, ja, damit habe ich gerechnet, aber nicht mit uns. Das haben wir jetzt mittlerweile rausbekommen. Diese Durchbrüche, die klappen nicht mehr so gut. So, ich möchte hier einen Doppelpass oder ich möchte warten, bis Wanner durchläuft. Schöner Ball, Wanner setzt sich durch, aber dann nicht entscheiden. Dann fehlt halt wieder dieser Meter, ja, 2-3%. Und das wird dann, ja, leider die nächste Niederlage. War mir aber auch vorher bewusst. Aber wir haben gut mitgehalten, ja, das ist immer wichtig. Und wir haben ja noch ein paar Spiele, noch 5 Spiele in der Europa League, wo wir uns dann noch die nötigen Punkte holen. Wir gucken gleich mal, gegen wen wir noch spielen. Ich glaube, gegen AZ Alkmaar ist dann auch bald soweit, gegen Galatasaray Istanbul. Und ich finde, wir haben gegen die Spurs hier mit unseren Mitteln gut mitgehalten. Es war halt heute leider nicht mehr drin. So 1, 2 kleinere Chancen haben wir dann gehabt, aber im Endeffekt, ja, mit den 2 Toren haben die Spurs einfach ihre Klasse ausgespielt, haben es hinten gut verteidigt und dann steht unterm Strich ein 2-0, verdienter Sieg. Aber ich bin trotzdem stolz, wir haben gut mitgehalten. Shake hands, Fair Play und jetzt geht's weiter in der Bundesliga. Ja, die Spurs hatten 3 Schüsse und machen 2 Tore. Das ist halt diese Abgeklärtheit, diese Kaltschnäuzigkeit, die halt auf internationaler Ebene bestraft wird. Oder beziehungsweise das, was dann halt im Endeffekt den Sieg ausmacht. Jetzt haben wir Verfolgerduell. Bayern 8. Wir sind 7. Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal vor den Bayern stehen, wenn wir gegen die spielen. Aber gut. Ja, auch Al-Mughera Kawa muss mehr spielen. Den habe ich auch extra geholt für die linke Seite. Da muss ich dann auch mal gucken, was ich mit ihm mache. So, aber jetzt gegen die Bayern. Da wird jetzt wahrscheinlich seine Chance kommen, weil wir ein bisschen durchwechseln müssen. Weil die Mannschaft, glaube ich, nicht ganz fit ist. Und jetzt gucken wir mal. Mannschaft, Fußballverband USA. Nee, Nationalmannschaft mache ich nicht. Da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen durchwechseln. Ich stelle jetzt das hier erstmal wieder um. Standardmäßig. Zack, linke Seite. Ja, also Castañeda, Ferri, Ishi, Chavez. Wir haben ja dafür die Leute auf der Bank. Und zur Not fülle ich das Ganze mit Jugendspielern auf. Ja, ist halt so, wie es ist. Wir gucken jetzt nochmal in die Europa League, wie es in der Tabelle aussieht und die nächsten Spiele. Und dann verabschiede ich mich von euch. So, in die Tabelle. Bundesliga 9. gegen 10. Gut, da sind wir ein paar Plätze nach unten gerutscht, weil die anderen schon gespielt haben. Ja, aber wenn ihr so wollt, wir haben auch nur 7 Punkte Rückstand auf Dortmund. Und wir spielen ja auch im nächsten Spiel gegen Dortmund. Das heißt, hier ist auch wieder alles möglich in der Saison. Wir haben uns jetzt gefangen, Platz 28. Das heißt, wir müssten noch 4 Plätze steigen. Aber das ist noch alles ganz, ganz eng beieinander.
Wir stehen zwischen Osasuna und Lens, wir stehen vor Salzburg, wir stehen vor Molde, vor Alkmaar. Die haben auch schon 3 Spiele verloren. Dann haben wir den hier, dann haben wir den FCV Denda EH. Ich weiß nicht, aus welchem Land die sind. So, und jetzt gucke ich hier rein, in die Analyse, dann auf den Kalender. Gut, die Bayern, das spricht für sich. Also ob da jetzt ein Benzigir von Anfang an spielt oder ein Müller oder Dybala oder Olise, das ist einfach nochmal ein bisschen besser als Leipzig, glaube ich. Harry Kane, Musiala, Grealish, Olise. Da rollt wieder auch einiges an Qualität auf uns zu. Aber wir können auch Qualität schlagen. Haben wir gegen Leipzig gesehen und gegen Spurs haben wir auch gut mitgehalten. So, was haben wir jetzt für Spiele? Wir haben jetzt Bayern, dann haben wir Pokal gegen Frankfurt zu Hause, dann haben wir zu Hause Dortmund, dann haben wir noch den AZ Alkmaar, wir haben Lens, ja, unser Tabellennachbar, wir haben noch Ferencváros Budapest, das sind halt alles Gegner, ja, auch Linz, da müssen wir einfach gewinnen. Dann haben wir noch Istanbul und dann werden wir sehen, wofür es gereicht hat. Also es warten spannende Spiele, das nächste Hammerduell gegen die Bayern im nächsten Part, hoffentlich mit euch. Macht's gut, ciao, ciao.